Lee Hao ist ein junger Mann, der sich mit aller Kraft bemühte, seine Angehörigen finanziell zu versorgen. In der Vergangenheit diente Lee Hao als Feuerwehrmann bei der städtischen Feuerwehr von Leyang. Aus irgendeinem Grund wurde seine Karriere unterbrochen und im Jahr 2009 war der 31-jährige Lee gezwungen, eine Stelle als Sachbearbeiter in einem Technologiebüro in Henan anzunehmen. Dabei brauchte er dringend Geld, da seine derzeitige Stelle nicht genug einbrachte. Er hatte eine junge Frau, daher benötigte er zusätzliche Mittel, um seine Familie zu versorgen. Lee war sich bewusst, dass die Online-Branche ein neues Niveau erreicht hatte und zu einem recht lukrativen Geschäft geworden war. Er hatte schon lange darüber nachgedacht, sich im Internet zu versuchen, suchte aber nach einer geeigneten Nische. Der Mann wollte sich sofort mit etwas beschäftigen, das ihm ein gutes Einkommen verschaffen würde. Er wollte Inhalte für Erwachsene produzieren. Nur hatte er dazu keine Möglichkeit. Im August 2008 kaufte Lee einen Kellerraum unter einem Wohnhaus in Leyang, Provinz Henan, und verbrachte die nächsten 12 Monate seine gesamte Freizeit damit, ihn umzubauen, auszuheben und zu vergrößern. Schließlich grub er einen Tunnel mit einem Durchmesser von etwa 60 Zentimetern und einer Tiefe von etwa 4 Metern, der zu einer Öffnung führte, die sich zu 2 kleinen, durch eine Wand getrennten Schlafzimmern erweiterte. Außerdem installierte er mehrere dicke Metalltüren am Eingang, damit außer ihm niemand dort hineinkommen konnte. Da er den größten Teil der Arbeiten selbst ausführte, gab Lee nicht viel Geld aus. Als alles fertig war, hatte sich der Keller in einen etwa 20 Quadratmeter großen unterirdischen Kerker verwandelt, den der Mann nutzen wollte, um im Internet Geld zu verdienen, indem er nicht nur Unterhaltungsvideos für Erwachsene, sondern auch etwas Schlimmeres streamte. Zu diesem Zeitpunkt musste er die Hauptdarstellerin für sein Vorhaben finden, und sein erstes Opfer war eine junge Frau namens Chang, die er in der Nähe einer Karaoke-Bar aufgegabelt hatte, wo sie im Grunde genommen dafür bezahlt wurde, die Nacht mit einem Mann zu verbringen. Lee Hao bot der jungen Frau eine bestimmte Summe für eine Liebesnacht an. Sie willigte ein und der Mann brachte sie in seinen Keller, wo er bereits alles für die Dreharbeiten zu einem Heimvideo für Erwachsene vorbereitet hatte. Er zwang sie, in seinem Film mitzuspielen und versprach ihr, sie gehen zu lassen, wenn alles vorbei sei, kettete sie jedoch stattdessen an und erlaubte ihr in den folgenden Monaten nicht, den Keller zu verlassen. Lee Hao stieg den Tunnel hinunter, filmte, wie er die Gefangene brutal misshandelte und machte ihr ständig falsche Versprechungen, dass er sie eines Tages freilassen würde. Im Dezember 2009, einige Monate nach der Entführung seines ersten Opfers, tauchte Lee mit einem weiteren Frauen im Keller auf, der 18-jährigen Duan. In diesem Moment wurde Chang klar, dass Lee offensichtlich nicht vorhatte, sie freizulassen. Der Mann hielt Chang und Duan mit Gewalt, Erpressung und Zwang fest. Tatsächlich war es für ihn sehr bequem, seine zukünftigen Opfer in der Nähe einer Karaoke-Bar anzusprechen, wo die Frauen oft selbst intime Dienste anboten und nicht gewaltsam entführt werden mussten. Es genügte, einen bestimmten Betrag für eine Liebesnacht anzubieten, und die Frauen folgten Lee Hao freiwillig in den Keller. Mit den beiden Frauen konnte der Entführer seiner kranken Fantasie freien Lauf lassen. Der Mann griff diese Frauen brutal an und zwang sie, verschiedene Handlungen mit ihm zu vollziehen. Er nahm auch Vorschläge von seinen Zuschauern an und spielte gegen eine bestimmte Gebühr alles nach, worum er gebeten wurde. Manchmal zwang er die Frauen einfach, für die Kunden einen Striptease zu tanzen. Das Publikum von Lee Hao bezahlte ihm gut für das Anschauen all dieser Aufnahmen. Er veröffentlichte seine Videos auf einem chinesischen Webportal, das im März 2022 mehr als 5 Millionen Besucher pro Monat hatte. Der Mann verdiente damit ziemlich viel Geld. Das Schrecklichste daran war, dass sich der unterirdische Kerker, in dem all dies stattfand, buchstäblich unter den Füßen der Menschen befand, die nichts davon ahnten. Aufgrund der Tiefe des Kellers und der stabilen Metalltüren konnte niemand die Schreie der Gefangenen hören. Um mehr Zeit mit seinen Opfern verbringen zu können, erzählte Lee Hao seiner Frau, dass er einen zweiten Job als Nachtwächter gefunden habe. Seine Frau bemerkte, dass er plötzlich mehr Geld hatte und hatte daher nichts gegen diesen Nebenjob einzuwenden. Sie konnte sich nicht einmal vorstellen, womit ihr Mann tatsächlich beschäftigt war. Um keinen Verdacht zu erregen, arbeitete Lee tagsüber weiterhin als Angestellter, verbrachte dann einige Zeit zu Hause mit seiner Frau und ging an mehreren Nächten in der Woche zu seinem geheimen Nebenjob.
Aus Angst, entdeckt zu werden, musste der Mann seine Gefangenen für lange Zeit allein lassen. Er war sich bewusst, dass die Frauen, wenn sie Tag und Nacht Seite an Seite verbrachten, einen Fluchtplan ausarbeiten könnten, etwa indem sie ihn überfielen, wenn er es am wenigsten erwartete. Um dies zu verhindern und zu vermeiden, dass sich die Opfer gegen ihn verbündeten und flohen, begann Lee, sie gegeneinander auszuspielen. Er flüsterte jeder von ihnen beleidigende Bemerkungen über die andere ins Ohr, und nach einigen Monaten in dem unterirdischen Verlies kam es zu einem Konflikt zwischen den beiden Frauen. Nach einiger Zeit wurde die erste entführte Frau von Lee Hao schwanger, sodass ihr verzweifeltes Verlangen, nach draußen zu gelangen, um ein Vielfaches größer wurde als zuvor. Einmal im Juli und dann erneut im August 2010 nutzte Chang den Moment, als der Besitzer des Kellers mit einer Umgestaltung der Räume beschäftigt war, und schlug dem Mann von hinten auf den Kopf. Leider scheiterten beide Fluchtversuche kläglich. Beide Male überwältigte Lee sie und fesselte sie mit Handschellen an das Bett. Trotz der offensichtlichen Gefahr für ihr Leben gab Chang ihre Versuche, aus dem Verlies zu entkommen, nicht auf und weigerte sich weiterhin, ihrem Entführer zu gehorchen. Da die junge Frau zu unkontrollierbar geworden war, beschloss Lee Hao, sie loszuwerden, jedoch mit Hilfe einer dritten Person. Um seinen schrecklichen Plan auszuführen, benutzte er die zweite Gefangene und versprach Duan die Freiheit, wenn sie Chang tötete. Aufgrund des zuvor ausgebrochenen Konflikts zwischen den Frauen musste Lee Duan nicht lange überreden. Auch sie sehnte sich verzweifelt nach Freiheit und war sogar zu einem Verbrechen bereit. Infolgedessen griff Duan die schwangere Chang im Schlaf an und unterband ihre Atmung, woraufhin sie und Lee unter dem Bett ein Loch gruben und die widerspenstige Gefangene begruben. Natürlich erhielt Duan keine Freiheit, die ihr für die Ermordung der anderen Frau versprochen worden war. Sie blieb viele lange Monate allein im Keller, und Lee war ihre einzige Verbindung zur Außenwelt. Dies führte zu einer schweren psychischen Traumatisierung der jungen Frau. Anstelle von Hass und Wut empfand sie nun Sympathie und Zuneigung für ihren Peiniger. In ihrer Beziehung kam es zu einer enormen Veränderung. Während Duan zuvor Angst vor dem Mann hatte und verzweifelt versuchte zu entkommen, wartete sie nun ungeduldig auf sein Kommen, arbeitete bei der Erstellung von Videos mit und versuchte sogar eigene Ideen einzubringen. Entweder stieß dies Lee Hao ab, oder er war einfach nicht zufrieden mit der Qualität und Quantität der Inhalte, die er mit nur einer Frau erstellen konnte. Deshalb beschloss der Mann, ein drittes Opfer in den unterirdischen Kerker zu locken. Im Dezember 2010 wandte Lee dieselbe Methode wie zuvor an. Er ging in eine Karaoke-Bar und lud die 19-jährige Zhang zu einem bezahlten Date ein. Um eine Wiederholung der Geschichte mit seiner ersten Gefangenen zu vermeiden, reduzierte Lee Hao als Mittel der Einschüchterung die Menge an Essen, die die Frauen erhielten. Hungrig würden sie sich kaum zu einem Angriff trauen, und es wäre viel einfacher, ihren Willen zu brechen. Lee hungerte seine Gefangenen aus, damit sie keine Kraft zur Flucht hatten. Er fütterte sie nur alle 2 Tage und brachte Wasser und Essen mit. Damit die jungen Frauen in dem geschlossenen Raum ohne Tageslicht und frische Luft nicht endgültig psychisch zusammenbrachen, brachte Lee ihnen einen Computer, auf dem sie Filme und Videospiele anschauen konnten. Natürlich hatte der Computer keinen Internetzugang. In dem Keller, in dem Duan und Zhang nun lebten, gab es weder eine Toilette noch eine Dusche. Die Gefangenen aßen und verrichteten ihre Notdurft am selben Ort, weshalb im Keller ein schwerer, unangenehmer Geruch herrschte. Dieser wurde durch die verwesende Leiche von Chang unter dem Bett noch verstärkt. Außerdem herrschte unter der Erde eine natürliche Feuchtigkeit. Das Leben der Gefangenen war also von permanenter Erniedrigung und Leid geprägt. Im März, Mai und Juli 2011 lockte Lee Hao 3 weitere junge Frauen in seinen Keller, wodurch die Gesamtzahl der Gefangenen auf 5 stieg. Sie waren alle zwischen 16 und 23 Jahren alt. Die neuen Frauen hießen Kai, Ma und Chang, genau wie das erste Opfer. Die Beziehungen zwischen den 5 Gefangenen entwickelten sich auf recht eigenartige Weise. Die zweite Bewohnerin des Kellers, die schon länger als die anderen dort war, begann Lee Hao gegenüber den anderen jungen Frauen eifersüchtig zu werden. Es kam sogar so weit, dass zwischen ihnen ein Wettstreit um seine Aufmerksamkeit entbrannte. Der Sieg im Wettstreit um die Gunst des Hausherrn verschaffte den Frauen relative Ruhe. Wenn er zufrieden war,
beleidigte er sie nicht, nahm ihnen nicht das ohnehin schon spärliche Essen weg und war nicht grob zu ihnen. Es handelte sich eher um eine spezifische Überlebenstaktik. Li Hao selbst unterstützte den Kampf um Aufmerksamkeit, indem er die Frauen gegeneinander aufhetzte. Er wollte, dass sie nicht nur seine Befehle befolgten, sondern dies auch aus emotionaler Abhängigkeit von ihm taten. So romantisierte der Entführer seine kriminellen Handlungen und ließ seine Opfer glauben, dass sie früher oder später diesen feuchten, stinkenden Keller verlassen würden. Infolgedessen stritten sich die Bewohnerinnen des Kellers untereinander, gerieten wegen Kleinigkeiten aneinander und wetteiferten sogar darum, wer das nächste Mal mit Li Hao schlafen und in welchem Video sie mitspielen würde. Sie nannten ihn hinter seinem Rücken sogar Ehemann und verhielten sich ihm gegenüber auffallend zugewandt. Im Mai 2011 wurde bei Kai eine gynäkologische Erkrankung festgestellt und sie konnte nicht mehr wie bisher an den Dreharbeiten für Inhalte für Erwachsene teilnehmen. Deshalb hielt Li die junge Frau für nutzlos und kam auf die Idee, Kai loszuwerden, so wie er es mit seinem ersten Opfer getan hatte. Die Kranke war erst 16 Jahre alt. Sie einfach gehen zu lassen, hätte bedeutet, das gesamte kleine Geschäft von Li Hao zu gefährden. Diese Frau wusste zu viel. Der Mann überzeugte Duan, Zhang, Ma und Zhang davon, dass die kranke Kai überflüssig sei und nur unnötig die ohnehin knappen Lebensmittelvorräte aufbrauche. Er zwang die anderen Frauen, Kai zu schlagen, zu hungern und zu foltern. Einmal zwang er eine junge Frau, ihre eigenen Ausscheidungen zu sich zu nehmen. All dies war nicht schwer, wenn man bedenkt, wie toxisch die Umgebung in dem unterirdischen Verlies war. Ende Juli 2011 schlugen die Bewohnerinnen des Kellers Kai so stark, dass die junge Frau in der Nacht starb. Um den anderen Angst einzujagen, vergrub Li Hao die Leiche der Verstorbenen in der Nähe des Ortes, an dem die Frauen schliefen. Diesmal füllte er das Loch mit Zement, in der Hoffnung, dass dies den Verwesungsgeruch abschirmen würde. Gleichzeitig diente das Zementgrab als ständige Erinnerung an das Schicksal, das die Gefangenen im Falle von Ungehorsam erwarten konnte. Je mehr Geld Li verdiente, desto größer wurde sein Appetit. Im August 2011 bot der Mann seinen Kunden neben den obszönen Darbietungen im Keller einen neuen Service an, die Möglichkeit zu direkter, intimer Kommunikation mit den Frauen. Er betrieb sein schreckliches Geschäft bereits seit 2 Jahren und seine Frau hatte bis dahin noch immer keine Ahnung, womit er tatsächlich seinen Lebensunterhalt verdiente. Li Hao ging davon aus, dass alles weiterhin reibungslos laufen würde und wagte es daher, die beiden ihm gegenüber loyalsten Frauen zu treffen, mit anderen Kunden in ein kleines lokales Hotel in der Gegend von Qigong mitzunehmen. Nachdem die ersten Fahrten ruhig und ohne Zwischenfälle verlaufen waren, beschloss Li, die Frau auszutauschen und statt 2 gleich 3 mitzunehmen. Offensichtlich war der Mann von seiner Macht über die Gefangenen überzeugt, da er sich zu einem solchen Schritt entschloss. Am Abend des 2. September 2011 zwang Li Hao Duan, Ma und Zhang, mit ihm in das Hotel zu gehen, um sich mit Kunden zu treffen. Am frühen Morgen des folgenden Tages gelang es der 23-jährigen Ma, aus dem Zimmer zu fliehen und die Polizei zu rufen. Dank ihres entschlossenen Handelns befreiten die Sicherheitskräfte die beiden anderen Frauen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Hotel befanden, und begaben sich anschließend in den Keller, wo das einzige verbleibende Opfer, die 19-jährige Zhang, gefangen gehalten wurde. Als die Polizeibeamten in den Keller hinabstiegen, wurden sie fast von dem Gestank überwältigt, den die Frauen dort seit mehreren Monaten eingeatmet hatten. Es war eine widerwärtige Mischung aus Ausscheidungen, muffigem Kellergeruch und dem Geruch verwesender Leichen. Als Li Hao erfuhr, dass eine der Gefangenen aus dem Hotelzimmer geflohen war, wartete er nicht auf die Polizei, sondern versuchte, die Stadt zu verlassen. Der Mann ging zu seiner Schwester Liu Yuan, um sich Geld zu leihen. Er erklärte ihr den Grund für sein plötzliches Auftauchen und seine Schwester gab ihm 1000 Yuan. Der Entführer der Frauen konnte jedoch nicht entkommen. Li Hao wurde am 6. September 2011 verhaftet. Seine Schwester Liu Yuan wurde ebenfalls wegen Beihilfe zu einer Straftat in Gewahrsam genommen. Nachdem alle Frauen ausgesagt und alles geschildert hatten, was sich in dem unterirdischen Verlies zugetragen hatte, wurde auch die zweite Gefangene, Duan, wegen der Misshandlung von Zhang und Kai verhaftet. Unter Berücksichtigung aller Umstände wurde sie zu 3 Jahren Haft verurteilt. Die anderen Frauen, die für den Tod von Kai verantwortlich waren, wurden ebenfalls festgenommen.
Das Gericht zeigte sich aufgrund der Situation, in die Li Hao sie gebracht hatte, nachsichtig und verurteilte sie statt zu einer Freiheitsstrafe zu Bewährungsstrafen. Li Hao wurde zum Tode verurteilt. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung hatte er einen 8 Monate alten Sohn. Seine 24-jährige Frau ahnte bis zuletzt nichts von den Aktivitäten ihres Mannes in den letzten 2 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt konzentrierte sie sich vollständig auf die Erziehung ihres kleinen Sohnes. Am 21. Januar 2014, nach einem Treffen mit Verwandten und seiner Familie, wurde Li Hao im Alter von 36 Jahren hingerichtet. Die chinesische Nation war erschüttert und schockiert über die Details des Verbrechens. Eine Zeit lang war es den lokalen Zeitungen untersagt, über diesen Fall zu berichten, da die Behörden befürchteten, dass er dem Image der Stadt schaden könnte. Der erste Journalist, der Li Haos Verbrechen öffentlich machte, wurde sogar wegen Verrats von Staatsgeheimnissen festgenommen. Später wurde die Geschichte von Li Hao in den nationalen Medien ausführlich aufgegriffen und verbreitet. Seine Verbrechen lösten Entsetzen aus und wurden von der Öffentlichkeit scharf verurteilt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Mariana Jocelyn Baltierra Venezuela, geboren am 24. Oktober 2000 in der mexikanischen Stadt Igueda Morelos im Bundesstaat Mexiko, war das älteste von 2 Kindern einer bescheidenen Familie aus Orlando. Ihre Mutter war Zaire Baltier. Das Schicksal wollte es, dass das Mädchen von Anfang an verzweifelt um ihr Leben kämpfen musste, denn sie kam deutlich vor dem errechneten Termin zur Welt und die Ärzte befürchteten ernsthaft, dass das Kind mit seinem kritisch niedrigen Gewicht nicht überleben würde, was sie auch den Eltern mitteilten. Mariana verbrachte die ersten 2 Monate ihres Lebens im Krankenhaus, in einer Spezialstation für Frühgeborene. Ihre Mutter betete Tag und Nacht für die Gesundheit ihrer Tochter und ihre Gebete wurden erhört. Das Mädchen erholte sich schnell, nahm an Gewicht zu und wurde zum Neujahr 2001 nach Hause entlassen, sodass die Eltern das Fest zusammen mit ihrer Tochter feiern konnten. Glücklicherweise hatte das Mädchen keine äußeren Folgen der Frühgeburt. Sie wuchs schlank und hübsch auf, doch ihre Gesundheit war von klein auf sehr schwach. Im Alter von 6 Jahren wurde bei Mariana Epilepsie diagnostiziert, weshalb sie regelmäßig spezielle Medikamente einnehmen musste, um die Wahrscheinlichkeit von Anfällen zu minimieren. Die verschriebenen Medikamente und die ständige Überwachung durch Spezialisten zeigten gute Ergebnisse, sodass das Mädchen ein ziemlich normales Leben führen konnte, das sich nicht allzu sehr von dem ihrer Altersgenossen unterschied. Darüber hinaus ging sie verantwortungsbewusst mit ihrer Gesundheit um, hielt sich an die Vorschriften und nahm die notwendigen Medikamente ein. Als die Tochter 4 Jahre alt war, bekam die Familie ein zweites Kind, einen Jungen, den sie Bernardo nannten. Das Mädchen liebte ihren kleinen Bruder, half ihren Eltern, sich um ihn zu kümmern und ihn zu erziehen. Von klein auf waren sie sehr eng miteinander verbunden und praktisch unzertrennlich. Mariana war eine gute Schülerin, zeichnete schön und liebte Musik. Sie war ein sehr gütiges, offenes und aufrichtiges Mädchen, und alle, die sie persönlich kannten, sprachen ausschließlich positiv über sie. Allerdings war sie sehr bescheiden und schüchtern, besonders als Teenager. Sie hatte nur ein paar beste Freundinnen. Sie ging nicht auf Dates, besuchte keine Partys und hatte praktisch keinen Kontakt zu Jungen. Mariana verbrachte ihre Zeit lieber zu Hause mit ihrer Familie, zu der sie eine sehr enge und herzliche Beziehung hatte. Übrigens sah das zierliche und kleine Mädchen deutlich jünger aus, als sie tatsächlich war, und mit 16 Jahren schien sie nicht älter als 13 zu sein. Mariana war gutherzig und einfühlsam und versuchte immer streunenden Tieren zu helfen, die sie fütterte, pflegte und versorgte, um sie anschließend in gute Hände zu geben. Als Oberstufenschülerin beschloss sie endgültig, Tierärztin zu werden und den Bedürftigen professionelle Hilfe zu leisten. Ihre Eltern sagten, ihre Tochter sei zu naiv und vertrauensselig. Sie spürte kein Böses und keine Gefahr, die von anderen Menschen ausging, weil sie selbst nur Licht und Güte in die Welt trug. Deshalb machten sich ihr Vater und ihre Mutter immer Sorgen, dass Mariana verletzt oder ihr Schaden zugefügt werden könnte, indem man ihre Leichtfertigkeit ausnutzt. Doch eines Tages begann ihre Intuition, sie vor einer tödlichen Gefahr zu warnen.
Es war ein unheimlicher Fremder. Die Gegend, in der die Familie Baltier lebte, war relativ ruhig, und fast alle, die dort wohnten, kannten sich persönlich. Entlang ihrer Straße gab es jedoch eine große Anzahl von Geschäften, in denen viele Gastarbeiter inoffiziell arbeiteten. Einige von ihnen lebten direkt in den Geschäften. Die meisten hatten keine eigene Wohnung und manche hatten nicht einmal die Möglichkeit, ein Zimmer zu mieten. Natürlich gab es unter diesen Arbeitern auch Menschen mit einer kriminellen Vergangenheit. Doch solange sie ihre Arbeit ordentlich verrichteten, hatten die Ladenbesitzer in der Regel keine Beschwerden über sie. Etwa 50 Meter vom Haus der Familie Baltitier entfernt befand sich eine Metzgerei, in der Orlando und Zaire regelmäßig einkauften. Der Ladenbesitzer beschäftigte 4 Angestellte. 2 Einheimische sortierten und verkauften die Waren, während 2 Zugezogene die Schlachtkörper entluden und zerlegten sowie die Räumlichkeiten reinigten. Der Ladenbesitzer erlaubte den Zugezogenen im 2. Stock des Ladens, der als Dachgeschoss genutzt wurde, zu wohnen. Als Mariana älter wurde, schickten ihre Eltern sie regelmäßig zum Einkaufen, unter anderem auch in die erwähnte Fleischerei. Dort begegnete sie wiederholt Juan de la Cruz Quintero Martinez, der als Hilfsarbeiter tätig war und im 2. Stock wohnte. Das Mädchen hatte aufgrund seiner bloßen Anwesenheit eine instinktive Angst vor diesem Mann. Sie sprach wiederholt mit ihren Eltern darüber und bemerkte, dass sein Blick etwas Unheimliches hatte, das ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ. Gleichzeitig gab es nichts Konkretes, wofür man diesen Mann hätte beschuldigen können, da er sich ihr nicht näherte und nicht versuchte, mit ihr in Kontakt zu treten, sondern sie nur ansah. Deshalb beschlossen Orlando und Zaira, ihre Tochter nicht mehr in dieses Geschäft zu schicken und die notwendigen Einkäufe selbst zu erledigen. Irgendwann beging Juan Martinez einen kleinen Diebstahl, woraufhin der Ladenbesitzer ihn entließ. Danach hörte man etwa ein Jahr lang nichts von ihm, aber Anfang des Sommers 2017 tauchte er wieder an seinem ehemaligen Arbeitsplatz auf und flehte seinen ehemaligen Arbeitgeber unter Tränen an, ihn wieder einzustellen, wobei er versicherte, dass er ordentlich arbeiten würde. Erstaunlicherweise wurde er wieder eingestellt und zog erneut in den 2. Stock des Ladens ein. Zairas Nichte, die Tochter ihrer Schwester, war zu Besuch im Haus der Baltieras. Mariana und ihr jüngerer Bruder Bernardo hatten Sommerferien, deshalb waren sie auch zu Hause, und nur Orlando ging zur Arbeit. Gegen 9 Uhr morgens schickte die Mutter ihre Tochter zum Einkaufen in den örtlichen Supermarkt, um das Frühstück zuzubereiten. Es ist anzumerken, dass Zaira Mariana selten alleine irgendwo hinschickte, aber die Frau war der Meinung, dass sie schon alt genug war und diese Aufgabe schnell erledigen würde. Zumal es draußen hell war und viel Betrieb herrschte. Ihrer Meinung nach konnte nichts Schlimmes passieren. Sie gab ihrer Tochter etwas Geld und bat sie, Milch, Eier und Gemüse zu kaufen. Das Mädchen verließ das Haus in einem alten T-Shirt und einer Pyjamahose. Der Laden selbst befand sich weniger als 200 Meter von ihrem Haus entfernt, sodass der Weg dorthin und zurück sowie der Einkauf der notwendigen Lebensmittel nicht länger als eine halbe Stunde dauern sollten. 1 Stunde verging, aber Mariana kam nicht zurück. Das Handy der jungen Frau war zu Hause geblieben, also machte sich die besorgte Mutter mit ihrer kleinen Nichte auf die Suche nach ihrer Tochter. Die Frau ging die Straße entlang bis zum Laden und fragte die Kassierer, ob sie eine junge Frau mit Brille gesehen hätten. Man sagte ihr, dass diese vor einer Viertelstunde Lebensmittel gekauft und den Laden verlassen habe. Da geriet die Frau in echte Panik und begriff, dass etwas Schreckliches passiert sein musste. Zaira kehrte nach Hause zurück, bat ihren Sohn, auf ihre Nichte aufzupassen und ging selbst auf die Straße, wo sie Nachbarn, Straßenhändler und Passanten fragte, ob sie ihre Tochter gesehen hätten. Doch das Mädchen schien wie vom Erdboden verschwunden zu sein. Die Frau meldete den Vorfall sofort der Polizei und rief auch ihren Mann an, der unverzüglich von der Arbeit herbeieilte, um bei der Suche nach seiner Tochter zu helfen. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, hatten sich bereits Dutzende von Nachbarn sowie Verwandte und Freunde der Familie Baltier der Suche angeschlossen. Sie riefen alle Bekannten des Mädchens an, durchkämmten die Straßen der Stadt und klebten Flyer mit Fotos von Mariana auf. Zunächst zeigten sich die Strafverfolgungsbehörden nicht sonderlich beunruhigt über die Situation. Sie fragten die Eltern, ob ihre Tochter vielleicht zu einem Date gegangen sei, sich mit Freunden getroffen habe oder jemanden besuchen wolle. Die Eheleute verneinten all diese Fragen und versicherten, dass das Mädchen niemals ohne Vorwarnung weggegangen wäre,
zumal sie in Hauskleidung und mit einer Einkaufstüte zum Einkaufen gegangen war, wohl wissend, dass man zu Hause auf sie wartete. In der Gegend, in der das Mädchen verschwunden war, waren Überwachungskameras installiert, aber fast keine davon funktionierte. Der ganze Tag der Suche blieb erfolglos und es wurde keine Spur von dem Mädchen gefunden. Als die Nacht hereinbrach, wichen Unruhe und Panik der Verzweiflung. Die Eltern begriffen, dass sie Mariana höchstwahrscheinlich nie wieder lebend sehen würden. Am 28. Juli, gegen 8 Uhr morgens, erhielten die Eltern der Vermissten einen Anruf von einem Verwandten, der in der Nähe wohnte. Er teilte ihnen mit, dass mehrere Polizeiautos vor der Fleischerei angekommen seien. Das Ehepaar Baltira zögerte nicht lange, packte sofort seine Sachen und fuhr zu dem angegebenen Ort. Die Strafverfolgungsbehörden ließen sie nicht hinein und sagten, dass das Geschehen nichts mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun habe. Aber Zaira und Orlando dachten nicht daran zu gehen. Einige Minuten nach der Durchsuchung des Gebäudes rief einer der Polizisten Orlando an und teilte ihm mit, dass im 2. Stock die Leiche einer jungen Frau gefunden worden sei, deren Beschreibung mit der vermissten Mariana übereinstimme. Die Leiche war leblos und stark entstellt. Der Mann wurde zur Identifizierung hereingebeten, aber Zaira wurde dringend davon abgeraten, hereinzukommen, da der Tatort wirklich schockierend war. Orlando traute seinen Augen nicht, als er die Überreste seiner Tochter sah, die noch am Vortag in einer Blutlache gelegen hatten. Seine Welt brach in einem Augenblick zusammen und er wusste nicht, wie er dies seiner Frau mitteilen sollte, die draußen wartete. Das Mädchen war mehrfach vergewaltigt und brutal verstümmelt worden, und die Todesursache war ein massiver Blutverlust aufgrund einer Stichwunde im Bauch. Genauer gesagt hatte der Täter der jungen Frau den Bauch aufgeschlitzt, während sie noch lebte, und sie schutzlos liegen lassen, bis sie verblutete. Das Gutachten ergab, dass die junge Frau in der Nacht zum 28. Juli gestorben war, nur wenige Stunden bevor ihre Leiche gefunden wurde. Folglich war sie fast 24 Stunden nach ihrem Verschwinden noch am Leben und während dieser ganzen Zeit quälte der Täter sie, bis er ihr die tödliche Wunde zufügte. Die Tatwaffe war ein Fleischmesser, das neben der Leiche auf dem Boden lag. Die Leiche des getöteten Mädchens wurde vom Ladenbesitzer entdeckt, als er morgens zur Arbeit kam. Seinen Angaben zufolge fand an jedem letzten Donnerstag eines Monats ein Reinigungstag im Laden statt, an dem er nicht arbeitete. An diesem Tag kümmerte sich der Besitzer um organisatorische Angelegenheiten, traf sich mit Lieferanten und reichte Berichte beim Finanzamt ein, während seine Mitarbeiter die Räumlichkeiten desinfizierten und gründlich reinigten. Als der Besitzer morgens in sein Geschäft kam, bemerkte er sofort Blutflecken auf dem Boden. Zuerst dachte er, dass sich einer seiner Mitarbeiter, der im 2. Stock wohnte, verletzt hatte. Als er jedoch nach oben ging, war er schockiert, als er blutige Männerkleidung sowie ein Messer und die Leiche einer jungen Frau in einer Blutlache sah. Außerdem fehlte eine große Menge Geld aus der Kasse, die der Täter offenbar mitgenommen hatte, um fliehen zu können. 2 Männer, die im Laden wohnten und arbeiteten, gerieten sofort unter Verdacht. Einer von ihnen kam jedoch eine Stunde später zur Arbeit, als wäre nichts geschehen, und war ebenso schockiert über das Geschehene wie die anderen. Seinen Angaben zufolge musste er am Vortag dringend nach Hause in eine andere Stadt zurückkehren, und sein Kollege habe gesagt, er würde ihn vertreten und selbst im Laden aufräumen. Die Polizei kam zu dem Schluss, dass der Mann die Wahrheit sagte und keine Spuren von ihm am Tatort zurückblieben, weshalb er von der Liste der Verdächtigen gestrichen wurde. Zu diesem Zeitpunkt lagen bereits die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus dem Supermarkt vor, in dem Mariana an ihrem letzten Lebenstag eingekauft hatte. Sie zeigten, wie das Mädchen den Laden betrat und wenige Minuten später Juan Martinez hinter ihr hereinkam. Genau der Mann, der in der Fleischerei arbeitete und dem Mädchen solche Angst eingeflößt hatte. Er folgte seinem Opfer wie ein wildes Tier seiner Beute und verließ den Supermarkt, ohne etwas zu kaufen, nachdem das Mädchen gegangen war. Dann verschwanden die Spuren beider, und es gelang nicht, die Abfolge der Ereignisse außerhalb des Ladens zu rekonstruieren. Wie bereits erwähnt, gab es auf der Straße Kameras, aber sie funktionierten nicht, und keiner der zahlreichen Passanten und Verkäufer der Straßenläden bemerkte etwas Verdächtiges. Marianas Eltern waren sich sicher, dass ihre Tochter niemals mit diesem Mann mitgegangen wäre, egal wie sehr er sie auch gelockt hätte. Folglich muss er sie mit Gewalt in den Laden gebracht haben.
Aber warum hat das Mädchen nicht geschrien, um Hilfe gerufen? Und warum hat keiner der zahlreichen Passanten und Verkäufer der Straßenläden etwas Verdächtiges bemerkt? Der 27-jährige Juan Diaco Cruzno Martinez war eher zurückhaltend und ungesellig. Man sagte, er sei ein gewalttätiger Mensch mit sadistischen Neigungen gewesen, die er gegenüber streunenden Tieren auslebte. Zuvor war er bereits wegen Diebstahls, Belästigung und schwerer Körperverletzung polizeilich aufgefallen. Anfang 2015 begann er als Verkäufer in einem Fleischgeschäft zu arbeiten und laut Angaben des Ladenbesitzers gab es lange Zeit keine Probleme oder Beschwerden. Juan erledigte seine Arbeit gewissenhaft, doch Mitte 2016 wurde er beim Diebstahl von Geld erwischt und entlassen. Nach dem Verlust seines Arbeitsplatzes kehrte er zu seinen Eltern in den Vorort Ecatepec de Morelos zurück, wo seine kranke ältere Mutter und seine Schwester, die sie pflegte, lebten. Fast ein Jahr lang lebte Juan buchstäblich auf ihre Kosten. Er stahl Geld, verkaufte Dinge aus dem Haus, missbrauchte Alkohol und konsumierte illegale Substanzen. Außerdem schlug er regelmäßig seine Mutter und seine Schwester. Eines Tages, als sie die ständigen Schikanen satt hatte, drohte seine Schwester, die Polizei zu rufen, wenn er das Haus nicht verlassen würde. Juan wollte nicht erneut mit den Strafverfolgungsbehörden in Konflikt geraten und ging daher gehorsam weg. Da er nirgendwo anders hingehen konnte, bat er seinen ehemaligen Arbeitgeber, ihn wieder einzustellen. Der Besitzer des Fleischladens willigte ein und gab ihm einen Arbeitsplatz und ein Dach über dem Kopf, in dem er ihm wie zuvor erlaubte, im 2. Stock zu wohnen. Das war Mitte Juni 2017, nur einen Monat vor der Tragödie. Der Mann erledigte seine Arbeit gewissenhaft, aber nach etwa einer Woche traf er erneut auf Mariana, die im Laufe des Jahres erwachsen geworden war und ihn buchstäblich in den Wahnsinn trieb. Das Mädchen selbst mied ihn und ging nie in diesen Laden, um einzukaufen. Juan begann jedoch, ihr auf der Straße zu folgen, um herauszufinden, wohin sie ging und welche Wege sie wählte. Der zweite Angestellte, der mit ihm zusammenlebte, bemerkte ebenfalls sein ungesundes Interesse an dem Mädchen und versuchte sogar einmal darüber zu scherzen, ohne zu ahnen, dass dieser bald ein blutiges Verbrechen begehen würde. Nachdem Juan Martinez der einzige Verdächtige in dem Fall der brutalen Vergewaltigung und Ermordung des Mädchens geworden war, wurden alle Kräfte und Mittel auf seine Suche konzentriert. Zunächst begaben sich die Strafverfolgungsbehörden zum Haus des Täters, in der Annahme, dass seine Verwandten ihm bei der Flucht helfen könnten. Die Schwester des Flüchtigen versicherte jedoch, dass er hier nicht willkommen sei und dass der Täter wisse, dass seine Verwandten ihn sofort der Polizei ausliefern würden. Die Frau war nicht einmal überrascht über das schreckliche Verbrechen, das ihr Bruder begangen hatte. Mehr noch, sie erzählte, wie er sie und ihre betagte Mutter vergewaltigt und eine ältere Frau mit einem Messer angegriffen hatte, wobei er drohte, ihr schwerste Verletzungen zuzufügen, wenn man ihm kein Geld für illegale Substanzen geben würde. Die Suche nach dem Mörder hatte für die Polizei oberste Priorität, da Juan äußerst aggressiv, brutal und gefährlich für seine Umgebung war. Das aus der Kasse gestohlene Geld würde ihm für lange Zeit reichen, aber niemand wusste, wie er sich weiter verhalten würde und ob er, nachdem er Blut gerochen hatte, noch ein weiteres Verbrechen begehen würde. Einen ganzen Monat lang wurde in der Gegend von Ecatepec de Morelos und den angrenzenden Vororten nach ihm gesucht, da die Polizei davon ausging, dass der Täter nicht weit gekommen sein konnte. Doch die Zeit verging und von Juan Martinez fehlte jede Spur. Bald erreichte die Nachricht von der Vergewaltigung und brutalen Ermordung Marianas durch die Medien nationale Bekanntheit und Polizeibeamte aus allen Bundesstaaten schlossen sich der Suche nach dem Täter an. Das Foto von Juan Martinez erschien täglich in den Fernsehnachrichten, wurde auf den Titelseiten der Zeitungen abgedruckt und mit der Aufschrift »Gnadenloser Mörder auf freiem Fuß« in den Straßen des ganzen Landes ausgehängt. Für Hinweise zu seinem Aufenthaltsort wurde eine hohe Belohnung ausgesetzt, ebenso wie eine Belohnung für die Hilfe bei seiner Festnahme, die ständig erhöht wurde. Aber selbst das trug nicht zum Fortschritt des Falls bei. Die Suche nach dem Täter erwies sich als schwierig, da er einfach nicht zu finden war. Er hatte zu keinem seiner Verwandten Kontakt und hatte keine Freunde. Außerdem hatte Juan keine Social-Media-Profile und benutzte nicht einmal ein Mobiltelefon, geschweige denn Kreditkarten. Nach 6 Monaten erfolgloser Suche wurde die Belohnung für Hinweise zu seinem Aufenthaltsort auf eine 500.000 mexikanische Pesos erhöht. Aber auch das half nichts.
Die Gerechtigkeit siegte erst im August 2019, mehr als 2 Jahre nach Marianas Ermordung, als ihr Mörder endlich gefunden und verhaftet wurde. Der Täter wurde in einem anderen Bundesstaat, fast 1000 Kilometer vom Tatort entfernt, entdeckt, als ihn eine aufmerksame ältere Frau zufällig auf der Straße erkannte. Der Mann, der sein Gesicht ständig hinter einer Kapuze und einer Sonnenbrille versteckte, kam ihr seltsam vor. Und sie beschloss, dies der Polizei zu melden, ohne zu ahnen, dass er einer der meistgesuchten Verbrecher Mexikos war. Er wurde in einem der Gefängnisse der Stadt in Untersuchungshaft genommen, wo er auf seinen Prozess wartete. Im Mai 2022, 5 Jahre nach der Tragödie, wurde der Mörder und Vergewaltiger endlich verurteilt. Martinez wurde zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung auf Bewährung verurteilt. Außerdem wurde er zur Zahlung von 1 Million mexikanischer Pesos als Entschädigung für den immateriellen Schaden an die Familie des ermordeten Mädchens verurteilt. Die Eltern und der Bruder der verstorbenen Mariana gaben zu, dass die Verhaftung des Mörders für sie eine große Erleichterung war, da er nun definitiv keinen anderen Mädchen mehr Schaden zufügen kann. Gleichzeitig können jedoch selbst eine lebenslange Haftstrafe und eine hohe finanzielle Entschädigung den Schmerz in ihren Herzen nicht lindern, denn ihre geliebte Tochter und Schwester wird nicht zurückkehren und sie müssen bis zum Ende ihrer Tage damit leben. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Heute sprechen wir über die Ereignisse, die sich im Jahr 2017 im US-Bundesstaat Pennsylvania zugetragen haben. Die junge Frau Alina Shaikat war Studentin an der Universität Pittsburgh. Am 8. Oktober 2017 reagierte sie nicht mehr auf Anrufe und Nachrichten. Sie sollte sich an diesem Morgen mit ihren Eltern treffen, aber weder ihr Vater noch ihre Mutter konnten sie erreichen. Die Eltern kamen zu ihr nach Hause und was sie dort vorfanden, veränderte das Leben der Familie Shaikat für immer. Alina wurde in Ivanovo, Russland, geboren und ihre Familie zog in die USA, als sie 3 Jahre alt war. Alina war unglaublich talentiert. Sie liebte es zu singen, zu tanzen und auf der Bühne zu stehen. Ihre Leidenschaft und Schönheit berührten die Herzen vieler Menschen. Ihre Liebe zu den darstellenden Künsten entwickelte sich schon in sehr jungen Jahren. Alles begann in der Europäischen Schule für Kunstturnen, als sie erst 4 Jahre alt war. Bereits mit 5 Jahren trat sie mit Solonummern bei Wettbewerben außerhalb des Bundesstaates auf. In der Grundschule besuchte sie die Tamile School of Dance, wo sie bald Hauptrollen in akrobatischen Tänzen übernahm. Alina eignete sich Tanzstile und Techniken außergewöhnlich schnell an, für die andere Kinder viele Jahre gebraucht hätten. Dank ihres außergewöhnlichen Talents trat sie in einer Gruppe mit Tänzern auf, die deutlich älter und erfahrener waren als sie. In der 5. Klasse trat Alina dem Tanzstudio von Karen Prunding, dem Broadway Dance Studio, bei, wo sie verschiedene Tanzstile erlernte: Hip-Hop, Step-Tanz und Ballett. Aus Respekt vor ihren russischen Wurzeln spielte sie sogar die Rolle der Prima-Ballerina. Sie nahm an Wettbewerben bei All Stage in New York und Arts Broadway teil, wo sie mehrfach für ihre beeindruckenden Darbietungen ausgezeichnet wurde. Alina trat auch bei verschiedenen lokalen Veranstaltungen in Pittsburgh auf, beim Light Up Night Fest, bei den Macy's-Paraden zu Weihnachten sowie bei Veranstaltungen in Robinson Township, Kenwood Park und Idlewild. Dank des Selbstbewusstseins, das Alina durch das Tanzen gewann, entdeckte sie auch ihr Gesangstalent. Sie berührte die Herzen ihrer Zuhörer mit ihren wunderschönen Interpretationen bekannter Lieder, sowohl auf der Bühne vor Publikum als auch zu Hause im Kreis ihrer Familie. Als Alina 14 Jahre alt war, erlitt sie während des Ballettunterrichts eine schwere Knieverletzung und musste sich einer komplizierten Operation unterziehen. Nach monatelanger Physiotherapie erhielt Alina die schockierende Nachricht, dass sie weder bei Wettbewerben noch zu ihrem eigenen Vergnügen würde tanzen können. Trotz dieser schweren Prüfung gab sie nicht auf und war fest entschlossen, eines Tages auf die Bühne zurückzukehren. Während ihrer Zeit an der Montour High School nahm Alina am Musiktheater teil, wo sie ihre Leidenschaft für den Tanz weiter ausleben konnte. Sie glänzte erneut auf der Bühne als talentierte Schauspielerin, Tänzerin, Sängerin und Komikerin.
Ihre Auftritte riefen Tränen, Lächeln und lauten Applaus hervor. Alina sang auch im Schulchor von Montour und trat bei zahlreichen städtischen Veranstaltungen auf, wo sie weiterhin alle um sich herum mit ihrer Ausstrahlung und Herzlichkeit begeisterte. Obwohl ihre Verletzung sie daran hinderte, eine Karriere im Tanz und in den darstellenden Künsten zu verfolgen, inspirierte sie ihre eigene Behandlungserfahrung zu einer medizinischen Laufbahn. Alina wollte Physiotherapeutin werden, um Menschen zu helfen, die mit Verletzungen konfrontiert sind, die sie daran hindern, ihre Träume zu verwirklichen. Alina hatte eine sehr enge Beziehung zu ihren Eltern. Im Jahr 2015 schrieb sie ihrem Vater auf Facebook: Alles Gute zum Vatertag, dem besten Papa der Welt. Danke, dass du immer für mich da bist und mich trotz allem unterstützt. Ich könnte keinen einzigen Tag ohne dich leben. Ich liebe dich, Papa. Im selben Jahr schrieb sie ihrer Mutter: Alles Gute zum Geburtstag, meine wundervolle Mama. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr voller Lachen und neuer Erinnerungen. Du bist meine beste Freundin und ich liebe dich von ganzem Herzen. Alina schloss im Jahr 2015 die Montour High School ab und verbrachte die ersten 2 Jahre ihres Studiums an der University of Pittsburgh-Greensburg. Sie lebte in einer Gemeinschaft, die sich für aktive Freizeitgestaltung und gemeinnützige Arbeit engagierte und war im Frühjahrssemester 2017 sogar Vizepräsidentin dieser Organisation. Sie liebte es, an Veranstaltungen teilzunehmen, die Kindern und Tieren halfen. Alina strahlte stets Licht aus und berührte die Herzen von Menschen und Tieren mit ihrer Freundlichkeit und Aufmerksamkeit. Später wechselte Alina zum Hauptcampus der University of Pittsburgh in Oakland. Sie lebte mit Freunden in einer Wohnung und bereitete sich darauf vor, sich dem Beruf der Physiotherapeutin zu widmen. Am 8. Oktober 2017 wurde Alina jedoch im Alter von nur 20 Jahren brutal und auf tragische Weise ermordet. Alina lebte mit anderen Studenten der Universität Pittsburgh in einem Haus. Ihr Mitbewohner, Zach Brunder, erinnert sich noch gut an die Nacht, in der er Alina zum letzten Mal lebend gesehen hatte. Als sie von ihrer Spätschicht zurückkamen, machten Zach und Alina gegen Mitternacht ein gemeinsames Foto auf Snapchat, um sich über andere Studenten lustig zu machen, die Selfies von ihren Samstagnachtpartys posteten. Sie lachten und gingen schlafen. Wenige Minuten später schickte Alina Zach das Foto, das sie gerade gemacht hatten. Es war die letzte Nachricht von ihr. Am nächsten Morgen, etwas mehr als 8 Stunden später, kamen Alinas Mutter Ellie und ihr Vater Jan, um ihre Tochter abzuholen. Sie wollten zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung zur Unterstützung des Kampfes gegen Brustkrebs in den Park gehen. Ellie klingelte an der Tür und fragte Zach, ob Alina schon wach sei, da sie nicht ans Telefon ging. Der Vater saß noch mit ihrem Hund im Auto. Ihre Mutter begann, an die Zimmertür zu klopfen, doch niemand antwortete. Das ging etwa 5 Minuten lang und das Klopfen wurde immer lauter. Sie begann an der Tür zu rütteln und man merkte, dass sie allmählich Angst bekam, dass etwas nicht stimmte. Der Hund bellte ununterbrochen. Dann rief Ellie ihren Mann und Jan kam ins Haus und brach die Tür auf. In diesem Moment stand Zach auf der Treppe und hörte nur Schreie. Ihre Eltern schrien aus voller Kehle. Sie begannen, Russisch zu sprechen und es war schwer, etwas zu verstehen. Sie sagten, dass ihr Gesicht entstellt sei. Zach rannte nach oben und schaute in das Zimmer, doch er konnte nur wenige Sekunden hinsehen. Alina lag mit ausgestreckten Armen da. Und die Hälfte ihres Gesichts war nicht mehr zu erkennen. Es war kaum zu begreifen, dass es überhaupt ein Gesicht war, so schwer war es verletzt. Sie lag in einer Lache ihres eigenen Blutes. Zach rief den Krankenwagen. Die Sirene des Krankenwagens durchbrach die morgendliche Stille und erinnerte daran, dass irgendwo in der Nähe ein weiteres Leben am seidenen Faden gehangen hatte. Als der Krankenwagen vor dem Haus vorfuhr, eilten die Ärzte hinein. Alinas verängstigte Mutter empfing sie an der Tür. Ihre Hände zitterten und Tränen standen ihr in den Augen. Sie führte sie in das Zimmer, in dem ihre Tochter auf dem Boden lag. Leider blieb den Ärzten nichts anderes übrig, als Alinas Tod festzustellen. Das Haus wurde von der Polizei abgesperrt. Polizeichef Scott Schubert teilte mit, dass der Gerichtsmediziner Alinas Tod als Mord eingestuft habe, dessen Ursache eine schwere, stumpfe Kopfverletzung gewesen sei. Tatsächlich hatte die Polizei bereits einen Verdächtigen. Die Ermittler gingen davon aus, dass das Verbrechen von Alinas Ex-Freund, dem 21-jährigen Matthew Darby, begangen worden war. Alina hatte Matthew kennengelernt
als sie am Campus der University of Pittsburgh in Greensburg studierte. Matthew spielte während seines Studiums im 2. Jahr an derselben Universität in den Jahren 2015 bis 2016 Basketball. Alina, die sich nach ihrem Wechsel an einen anderen Campus von Darby getrennt hatte, meldete der Polizei, dass er illegal in ihr Haus eingedrungen sei. Am 20. September erstattete Alina Anzeige bei der Polizei und gab an, dass der Beschuldigte über die Regenrinne in den 2. Stock geklettert und durch ein Fenster in ihr Haus eingebrochen sei. Er habe dies getan, weil sie ihn verlassen habe und seine Anrufe nicht mehr beantwortet habe. Sie beschrieb frühere Fälle von Gewalt und schrieb: Er packte mich, stieß mich, beleidigte mich, war eifersüchtig und kontrollierte mich. Alinas Vater, Jan Shakett, berichtete, dass er und seine Frau Ellie ihre Tochter in der Woche zuvor zum Gericht begleitet hätten, um eine einstweilige Verfügung zu erwirken. In diesem Strafverfahren wurde Darby am 26. September gegen eine Kaution in Höhe von $10.000 freigelassen, am selben Tag, an dem er wegen Hausfriedensbruchs verhaftet worden war. In einem Interview erinnerte sich Alinas Mitbewohner Zach daran, dass er sich ständig Sorgen um Alinas Beziehung zu Darby gemacht habe. Zach beschrieb einen Vorfall, der sich im Vormonat ereignet hatte, als Darby unter ihrem Fenster stand und Alina anschrie. Zach erklärte, dass dies nur einer von vielen Fällen gewesen sei, in denen Darby ohne ersichtlichen Grund ausrastete. Laut Zach erstreckte sich Darbys Kontrolle sogar auf ihre sozialen Netzwerke. Wenn Alina das Foto eines Mannes auf Instagram likte, loggte er sich in ihren Account ein und entfernte die Likes, da er ihre Passwörter kannte. Das geschah bereits vor ihrer Trennung, doch nach der Trennung änderte sie alle Passwörter. Darby erlaubte ihr nicht, Kleidung zu tragen, die seiner Meinung nach zu sexy wirken könnte. Nach ihrer Trennung blockierte Alina seine Nummer. Genau nach der Trennung brach Darby am 20. September in ihr Haus ein. Laut Polizeibericht erinnert sich Zach, dass es gegen 0:30 Uhr gewesen sei, als er hörte, wie draußen Glas zerbrach. Da er dachte, es handele sich um eine Flasche, die auf einer Party zerbrochen war, schrieb er eine Nachricht in den Chat des Hauses und vergaß die Sache. Dann hörte er ein Geräusch und einen Schrei aus dem Obergeschoss. Es war Alina, die um Hilfe schrie, weil Matthew Darby in ihrem Zimmer war. Die Aufzeichnungen der Anrufe von Alinas Telefon, das in ihrer Wohnung nicht gefunden wurde, als sie entdeckt wurde, zeigen, dass sie 5 Anrufe erhalten hatte, die sie nicht beantwortet hatte. Diese Anrufe kamen von einer Nummer, die später als Darbys Nummer identifiziert wurde, zwischen 4:15 Uhr und 4:55 Uhr am Sonntagmorgen. Nach Angaben der Polizei wurde Alinas Telefon zuletzt in der Nähe der Stadt Irvine geortet, wo sich die Autobahn I-76 mit der Route 30 kreuzt. Laut Strafanzeige wurde Darby um 4:21 Uhr morgens von einem Fahrzeug eines kommerziellen Dienstes abgeholt. Der Fahrer erzählte der Polizei, dass er Darby zur Kreuzung Sepal Street und Ur Street in Oakland, unweit der Sepal Street, gefahren habe. Seinen Angaben zufolge stieg Darby aus dem Auto und bat ihn, 10 Minuten zu warten. Nach 10 Minuten bat Darby ihn, weitere 10 Minuten zu warten. Etwa 5 Minuten später erhielt der Fahrer einen Anruf mit der Bitte, noch 10 Minuten zu warten, teilte der Polizei jedoch mit, dass er nicht länger warten könne, und fuhr weg. Die Ermittler sammelten Aufzeichnungen von Überwachungskameras, auf denen zu sehen ist, wie Darby Gegenstände in einen Gullydeckel in der Nähe der Sepal Street neben Alinas Haus wirft. Edward Fair, Mordermittler der Polizei von Pittsburgh, berichtete, dass er und andere Beamte 2 Messer und einen Hammer in derselben Kanalisation gefunden hätten. An dem Hammer klebten laut seinen Angaben Haare und Hautpartikel. Auf Grundlage dieser Beweise beantragte die Polizei einen Haftbefehl gegen Matthew Darby. Er wurde wegen Mordes, Hausfriedensbruchs, versuchter Flucht vor der Justiz, Diebstahls und Besitzes von Tatwerkzeugen angeklagt. Einige Tage nach Alinas Tod wurde Matthew Darby in Myrtle Beach, South Carolina, festgenommen. Nach Angaben der örtlichen Polizei meldete ein aufmerksamer Bürger, dass er einen Mann gesehen habe, der versucht habe, ein Fenster in einem der Häuser aufzubrechen. Als die Polizei am Tatort eintraf, fanden sie einen Mann, auf den die Beschreibung passte, und stellten fest, dass es sich um Darby handelte. Er wurde wegen falscher Angaben gegenüber der Polizei und wegen Herumlungerns an einem öffentlichen Ort angeklagt. Jede dieser Anklagen kann zu einer Geldstrafe und bis zu 30 Tagen Haft führen.
Bei der Anhörung lehnte das Gericht in South Carolina Darbys Antrag auf Freilassung gegen Kaution ab. Der Richter erklärte ihn zu einem potenziellen Flüchtigen, da bereits ein Haftbefehl gegen ihn in Pennsylvania vorlag. Der Richter erklärte Darby sein Recht auf eine Auslieferungsanhörung oder die Möglichkeit, auf dieses Recht zu verzichten. Darby sagte, er wolle mit seinem Anwalt sprechen. Er weigerte sich auch, ohne Anwalt zu den Vorwürfen in South Carolina auszusagen. Alinas Freunde, von denen viele Studenten der Universität Pittsburgh waren, füllten zusammen mit ihrer Familie den Gerichtssaal. Viele von ihnen brachten Plakate mit, um das Bewusstsein für häusliche Gewalt zu schärfen und für Alinas Gesetz zu werben, einen Gesetzentwurf, der in der Legislative des Bundesstaates vorangetrieben wurde. Dieses Gesetz würde es Richtern ermöglichen, eine elektronische Überwachung von häuslichen Gewalttätern zu verlangen, die ein hohes Risiko darstellen. Alinas Freunde trugen lila T-Shirts mit ihrem Foto und der Aufschrift »Unsere russische Prinzessin« in russischer Sprache. Auf der Rückseite der T-Shirts stand »Liebe darf keinen Schmerz verursachen«. Der Richter bestätigte alle Anklagepunkte gegen Darby, darunter Mord, Fluchtversuch, Hausfriedensbruch, Diebstahl, Hausfriedensverletzung und Besitz von Tatwerkzeugen. Die Staatsanwaltschaft legte Beweise dafür vor, dass Darby in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober auf dem Campus der Duquesne University war, wo er von dem Universitätspolizisten Raymond Marr gesehen wurde. Darby fragte nach dem Weg zum Studentenwohnheim Broderhall. Überwachungskameras zeichneten Darby an verschiedenen Orten auf dem Campus auf, darunter in der Studentenvereinigung, wo der Polizist ihm erlaubte, sein Handy aufzuladen. Marr bemerkte, dass Darby nervös wirkte und leicht nach Alkohol roch. Eines der von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Fotos zeigt einen Mann, den sie als Darby identifizierten, in einem gestreiften Hemd mit einem aufgestickten Miller-Bier-Logo, der in jener Nacht in einem Aufzug auf dem Campus steht. Dieses Hemd befand sich unter Darbys Sachen, als er einige Tage später verhaftet wurde. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die am 19. Januar 2018 vorgelegten Beweise Matthew Darby in einem Aufzug der Duquesne University zeigen, nur wenige Stunden bevor er laut Polizei seine Ex-Freundin Alina Shakett in ihrem Haus in Oakland ermordete. Darbys Anwalt David Schreier bestritt diese Behauptung und erklärte, dass das Video nicht beweise, dass es sich tatsächlich um Darby handelte. Einige Stunden später, gegen 4 Uhr morgens, bestellte Darby einen Uber, der ihn von seinem Wohnheim in Broderhall zu einer Straße in der Nähe von Alinas Haus fuhr. Der Fahrer sagte vor Gericht aus. Schreier behauptete, dass jeder Darbys Uber-Konto hätte benutzen können. Darby floh aus der Gegend von Pittsburgh, wurde aber 3 Tage nach Alinas Tod von der Polizei in Myrtle Beach festgenommen. Polizeibeamte aus Pittsburgh fanden 2 Messer in einem Gullydeckel in Oakland, die als Beweismittel beschlagnahmt wurden. Darby wird vorgeworfen, die Messer weggeworfen zu haben, als er das Haus seiner Ex-Freundin verließ, wo er laut Polizei Alina mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt hatte. Darbys Anwalt David Schreier erklärte, dass die Beweislage bei der Vorverhandlung nicht sehr gut gewesen sei, weshalb ihn das Ergebnis des Verfahrens nicht überrascht habe. Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie werde die Todesstrafe für Darby beantragen, da er gegen eine Schutzanordnung verstoßen habe, die auf Antrag von Alina erlassen worden war. Alina war auch Zeugin gegen Darby und er hatte eine Vorgeschichte von Straftaten mit Gewaltanwendung und Gewaltandrohung. Darby erklärte sich bereit, sich des Mordes 1. Grades schuldig zu bekennen, um der Todesstrafe zu entgehen, was automatisch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Recht auf vorzeitige Entlassung führte. Alina Shakett, eine junge Frau voller Energie, träumte davon, Physiotherapeutin zu werden und mit Kindern zu arbeiten. Das war ihr sehnlichster Wunsch. Ellie fragte Darby, »Hat dich der Tod meiner Tochter glücklich gemacht?« Sie sagte ihm, dass er gescheitert sei. Darby, gekleidet in einen roten Gefängnis-Overall und ein weißes Langarmhemd, beantwortete nur die Fragen von Richter Manning. Als er gefragt wurde, warum er sich schuldig bekenne, antwortete er, »Weil ich schuldig bin.« Darby wurde zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt, der obligatorischen Strafe für Mord 1. Grades. Er bekannte sich auch schuldig im Zusammenhang mit den Anklagen wegen Einbruchs, Hausfriedensbruchs und Besitzes von Tatwerkzeugen im Zusammenhang mit dem Mord an Alina Shakett. In einem separaten Verfahren wegen Einbruchs in Alinas Wohnung 2 Wochen vor dem Mord bekannte sich Darby ebenfalls schuldig.
Ein Jahr später legte Darby mit seinem neuen Anwalt Joseph Haddock Berufung ein und erklärte, sein vorheriger Anwalt Thomas Frehl habe ihn unzureichend rechtlich vertreten. Darby behauptete, sein Anwalt habe keine angemessene Risikoanalyse durchgeführt und ihm die Situation nicht richtig erklärt. Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Allegheny erklärte in ihrer Antwort auf die Berufung, dass Darbys Ansprüche höchstwahrscheinlich nicht erfüllt würden, stimmte jedoch zu, dass eine Gerichtsverhandlung erforderlich sein könnte. Diese Entscheidung basierte auf einem Präzedenzfall, der als Regel der koordinierenden Gerichtsbarkeit bekannt ist und besagt, dass Richter desselben Bezirks die Entscheidungen anderer Richter nicht aufheben dürfen. Darbys Anwalt Joseph Haddock erklärte, dies sei der erste Schritt zur Aufhebung von Darbys lebenslanger Haftstrafe. Darby versucht weiterhin, aus dem Gefängnis entlassen zu werden, aber bisher waren alle seine Versuche erfolglos. Er verbüßt eine lebenslange Haftstrafe. Alina war eine außergewöhnliche junge Frau. Sie strahlte Liebe, Leben und Energie aus. Sie hatte ein gutes Herz und machte jeden um sie herum zu etwas Besonderem. Ihr Lächeln erhellte jeden Raum, den sie betrat, und ihr ansteckendes Lachen gab allen um sie herum das Gefühl, Teil des Augenblicks zu sein. Sie lebte nicht nur, sie genoss das Leben. Obwohl ihre Familie sie sehr vermisst, sind die Shakets stolz auf das Vermächtnis, das Alina hinterlassen hat, und auf das Licht, das sie in diese Welt gebracht hat. Trotz des schrecklichen Verlustes fand Alinas Familie die Kraft, ihr Leben zu einem Teil von etwas Größerem zu machen. Zusammen mit Freunden und sozialen Aktivisten gründeten sie einen Fonds zur Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt, den sie nach ihr benannten, den Alina Shakets Fonds. Diese Organisation hilft jungen Frauen im ganzen Land, Unterstützung und Schutz zu finden, wenn sie mit Missbrauch konfrontiert sind, und setzt sich für Gesetze ein, die Opfer von Gewalt schützen. Sie organisiert Seminare, führt Bildungsprogramme in Schulen und Universitäten durch und schafft Plattformen, damit diejenigen, die Angst haben, sich sicher um Hilfe wenden können. Die Stiftung arbeitet aktiv mit Strafverfolgungsbehörden und Anwälten zusammen, um innovative Methoden zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt einzuführen, wie zum Beispiel elektronische Fußfesseln für Täter und obligatorische Meldungen über Verstöße gegen Schutzanordnungen. Alinas Freunde veranstalten jedes Jahr zu ihrem Gedenken Wohltätigkeitsveranstaltungen und Marathons, um Spenden für die Opfer zu sammeln. Alina ist nicht einfach aus dem Leben geschieden. Sie hat Spuren hinterlassen, die Leben retten und diese Welt verbessern werden. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Tiffany James wurde am 18. August 1980 in Tampa, Florida, geboren. Sie war das einzige Kind von Rosalind James und Turner Humphrey. Ihre Eltern waren nicht offiziell verheiratet und trennten sich kurz nach ihrer Geburt. Ihr Vater zog in einen anderen Bundesstaat, gründete eine neue Familie und interessierte sich nicht für seine älteste Tochter. Viele Jahre später, als sie bereits erwachsen war, suchte Tiffany ihn selbst auf. Sie unterhielten sich und Tiffany versicherte ihm, dass sie ihm nichts übel nahm und äußerte den Wunsch, in Kontakt zu bleiben. Dank dieser Wiedervereinigung lernte sie ihre Halbgeschwister und deren Familien kennen. Sie kamen sich schnell näher und entwickelten eine herzliche und unterstützende Beziehung zueinander. Rosalind konzentrierte sich hingegen auf ihr Privatleben und überließ Tiffany der Obhut ihrer Eltern. Tatsächlich wuchs Tiffany bei ihren Großeltern auf. Ihre Mutter besuchte sie von Zeit zu Zeit, beteiligte sich aber nicht aktiv an ihrer Erziehung. Stattdessen übernahmen ihre Tanten Barbara und Vicky sowie ihre Großmutter Boa die Verantwortung. Sie sorgten dafür, dass Tiffany in den Kindergarten und zur Schule ging, lobten ihre Erfolge und unterstützten sie in allem. Tiffany war eine begabte Schülerin, begeisterte sich für Literatur und besaß ein natürliches, kreatives Talent. Sie träumte davon, eines Tages ihren eigenen Schönheitssalon zu eröffnen und wollte die beste Fachkraft in diesem Bereich in ihrer Stadt werden. Sie war kontaktfreudig, alle mochten sie, und sie hatte ihren eigenen, unverwechselbaren Stil. Mit ihrem auffälligen Aussehen und ihrem Selbstbewusstsein zog sie stets die Aufmerksamkeit auf sich, und junge Männer waren verrückt nach ihr. Noch in der Schule begann Tiffany, sich mit einem Jungen namens Derek Andrews zu treffen. Er war nur ein Jahr älter als sie, und damals glaubten beide, dass ihre Liebe für immer halten würde.
In ihrem letzten Schuljahr wurde Tiffany schwanger. Am 26. Juli 1998 brachte sie ihr erstes Kind zur Welt, einen Sohn, den sie Derek Jr. nannten. Ihre Pläne, aufs College zu gehen, musste sie zurückstellen, da sie sich ganz der Mutterschaft widmete. Derek Sr. arbeitete in verschiedenen Nebenjobs, um die Familie zu ernähren, und die Familie James half den jungen Eltern so gut sie konnte. Im August 2002 wurde der 4-jährige Derek Jr. zum großen Bruder. Das Paar bekam einen weiteren Sohn, den sie zu Ehren seines Großvaters väterlicherseits Daryl nannten. Zu dieser Zeit lebten Tiffany und Derek Sr. zusammen in einer kleinen Mietwohnung. Das Geld reichte nie aus, aber sie blickten hoffnungsvoll in die Zukunft und träumten davon, gemeinsam ein stabiles Leben aufzubauen. Ein paar Jahre später jedoch erloschen die romantischen Gefühle und sie beschlossen, sich friedlich zu trennen. Die Jungen blieben bei Tiffany und Derek Sr. unterstützte sie und versuchte, so viel Zeit wie möglich mit seinen Söhnen zu verbringen. Schließlich ging er eine neue Beziehung ein, beteiligte sich jedoch weiterhin aktiv am Leben seiner Söhne und bemühte sich, für Derek und Daryl ein verlässlicher Vater zu sein. Als alleinerziehende Mutter mit 2 kleinen Söhnen begann Tiffany ernsthaft über ihre Zukunft nachzudenken. Sie wollte einen Beruf erlernen, der es ihr ermöglichen würde, ihre Familie selbst zu versorgen, da sie nach der Schule keine weitere Ausbildung absolviert hatte. Sie wollte das unbedingt ändern. Sie schrieb sich an einer medizinischen Hochschule ein, in der Hoffnung, Kosmetikerin zu werden. Ihr Ziel war es, eine eigene Praxis oder sogar eine ganze Klinik zu eröffnen, in der sie ihre Leidenschaft in ein erfolgreiches Geschäft verwandeln konnte. Während ihres Studiums zog Tiffany wieder zu ihren Großeltern, da es zu teuer war, sowohl das Studium als auch die Miete zu bezahlen. Ihre Verwandten halfen ihr außerdem dabei, auf ihre Söhne aufzupassen, wenn sie bei der Arbeit oder im Unterricht war. Nach ihrem Abschluss fand die junge Frau eine Anstellung in einer renommierten Privatklinik, wo sie Assistentin eines bekannten Arztes wurde. Sie hatte nun ein stabiles Einkommen und stieg nach und nach die Karriereleiter hinauf. Eine Zeit lang schien es, als würde endlich alles gut werden. Allerdings fehlte Tiffany ein starker, zuverlässiger Partner, ein Mann, auf den sie sich in schwierigen Zeiten verlassen konnte. Anfang 2007 lernte Tiffany James zufällig einen Mann namens Daryl Eugene Williams kennen. Er war 14 Jahre älter als sie und hatte bereits 3 erwachsene Kinder aus früheren Beziehungen. Trotz des erheblichen Altersunterschieds stand dies ihrer Romanze nicht im Wege. Im Gegenteil, Tiffany sah in ihm einen reifen und zuverlässigen Mann, der wirklich bereit für eine ernsthafte Beziehung war. Ihre Beziehung entwickelte sich schnell und bald erfuhr die 27-jährige Tiffany, dass sie wieder schwanger war. Diese Nachricht kam für beide völlig überraschend. Dennoch waren sie glücklich und Daryl machte ihr sofort einen Heiratsantrag. Tiffany nahm ihn freudig an. Doch dann kam es zu einer weiteren Wendung des Schicksals. Bei einer Routineuntersuchung stellte sich heraus, dass sie Zwillinge erwartete. Im März 2008 brachte Tiffany Zwillinge zur Welt, Mädchen, die sie Diamond und Denia nannten. Diese freudige Nachricht brachte neues Glück in ihr Leben. Sie widmete sich ganz ihrer Familie und verbrachte jede freie Minute mit ihren Kindern. Sie liebte es, mit ihren Kindern zu verschiedenen Veranstaltungen zu gehen, gemeinsam Neues zu entdecken und besondere Erinnerungen zu schaffen. Tiffany liebte es auch, ihre Töchter einzukleiden und suchte oft Outfits für sie aus, in denen sie aussahen, als wären sie direkt aus einem Hochglanzmagazin entsprungen. Ihre älteren Söhne waren sportlich aktiv, spielten Baseball, betrieben Leichtathletik und schwammen. Die Mädchen gingen von klein auf zum Tanzunterricht und zum Kunstturnen. Die Jahre vergingen. Die Kinder wuchsen heran, aber Tiffany und Daryl heirateten nie offiziell. Mit der Zeit begann ihre Beziehung zu bröckeln. Sie entfernten sich voneinander und fanden keine gemeinsame Sprache mehr. Bald wurde Tiffany klar, dass Daryl nicht der Mann war, für den sie ihn gehalten hatte. Ihre Beziehung endete, als sie von seinem Seitensprung erfuhr. Ohne zu zögern packte sie ihre Sachen, nahm die Kinder mit und ging. Nach der Trennung von Daryl zog Tiffany mit ihrer Familie in die ruhige Stadt Brandon in Florida. Diese Gegend war bekannt für ihre hervorragende Infrastruktur, die niedrige Kriminalitätsrate und erschwingliche Wohnungen. Es schien der perfekte Ort zu sein, um Kinder großzuziehen und ein neues Leben zu beginnen.
Entschlossen, sich eine stabile Zukunft aufzubauen, absolvierte Tiffany eine Friseurausbildung und fand eine Anstellung in einem der besten Salons der Stadt. Sie gewann schnell Stammkunden und erlangte den Ruf einer echten Fachfrau mit ausgezeichnetem Geschmack. Da sie davon träumte, eines Tages ihren eigenen Salon zu eröffnen, begann sie nach Räumlichkeiten zur Miete Ausschau zu halten. Ihr Können, ihr Ehrgeiz und ihre wachsende Bekanntheit machten sie zu einer der gefragtesten Stylistinnen in der Umgebung und ihre Karriere war eindeutig auf dem Vormarsch. Die alleinerziehende Mutter von 4 Kindern mietete eine geräumige Wohnung in einer neuen Wohnanlage in einer der besten Gegenden der Stadt. In der Nähe gab es eine Schule, ein Tanzstudio und ein großes Sportzentrum. Alles, was man für ein komfortables und erfülltes Leben braucht. Bis 2012 waren ihre Söhne selbstständiger geworden und halfen oft dabei, auf ihre jüngeren Schwestern aufzupassen. Etwa zur gleichen Zeit beschloss Tiffany, die Beziehung zu ihrem Vater und ihren Halbgeschwistern wieder aufzunehmen. Sie fuhr nach Alabama, um sie zu suchen. Von diesem Moment an waren die familiären Bande wiederhergestellt. Sie kommunizierten regelmäßig, besuchten sich an Feiertagen und ihre Kinder freundeten sich schnell an. Das Leben normalisierte sich allmählich. Finanziell war sie stabil. Sie war von geliebten Menschen umgeben und blickte zuversichtlich in die Zukunft. Und doch, trotz alledem, träumte Tiffany, eine junge Frau, von Romantik. Sie glaubte weiterhin an die Liebe und hoffte, einen Mann zu finden, der nicht nur sie lieben, sondern auch ihre Familie als seine eigene akzeptieren würde. Einen Mann, mit dem sie ein starkes, glückliches Zuhause aufbauen konnten. Im Jahr 2014 gründete Tiffany ihr eigenes kleines Unternehmen, das sie erfolgreich aufbaute. Im selben Jahr, im Alter von 34 Jahren, traf sie erneut einen Mann namens Ben, den sie seit ihrer Jugend kannte, aber seit fast 15 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Ihr unerwartetes Treffen in einem Einkaufszentrum war der Beginn von etwas Besonderem. Obwohl sie ihre Beziehung zunächst geheim hielten, war Ben ebenfalls alleinerziehender Vater und war kürzlich mit seinen 2 kleinen Kindern nach Brandon gezogen. Zunächst trafen sie sich als Freunde, tranken Kaffee und führten herzliche Gespräche. Aber als er ihr schließlich seine Gefühle gestand, fühlte sich Tiffany wie die glücklichste Frau der Welt und gestand ihm, dass sie seine Gefühle erwiderte. Ihre Beziehung blühte auf und beide Familien unterstützten ihre Verbindung voll und ganz. Tiffany war überglücklich und wollte dieses neue Gefühl ohne Eile genießen. Sie machte ihre Beziehung nicht öffentlich, sondern teilte Details nur mit ihren engsten Freundinnen und Verwandten. Sie postete keine gemeinsamen Fotos in den sozialen Netzwerken, bereitete sich aber nach und nach auf große Veränderungen vor. Sie beschlossen, zusammenzuziehen und ein gemeinsames Zuhause zu schaffen. Am 1. Oktober 2015 veröffentlichte Tiffany einen geheimnisvollen, aber romantischen Beitrag auf ihrer persönlichen Seite in den sozialen Netzwerken. Es war ein Foto von 2 verbundenen Händen, einer männlichen und einer weiblichen, an denen Eheringe steckten, und im Hintergrund lag eine Bibel. Die Bildunterschrift lautete einfach »Ja«. Mit diesem Beitrag deutete sie ihre Verlobung an, entschied sich jedoch, die Identität ihres Auserwählten vorerst nicht preiszugeben. Tiffany und ihre Familie liebten Halloween schon immer und feierten es mit großem Aufwand. Sie überlegten sich mit den Kindern im Voraus Kostüme, schnitzten Kürbislaternen und gingen bei den Nachbarn von Tür zu Tür, um Süßigkeiten zu sammeln. Zu diesem Zeitpunkt waren Derek und Daryl schon alt genug, um mit ihren Freunden zu feiern. Die jüngeren Zwillinge Diamond und Dina liebten es jedoch immer noch, mit ihrer Mutter Süßigkeiten zu sammeln. Da sie in einer großen Wohnanlage lebten, war es nicht besonders spannend, immer an die gleichen Türen zu klopfen. Stattdessen gingen sie in die nächste Gegend mit Privathäusern, wo Halloween-Dekorationen die Straßen in ein echtes Märchen verwandelten. Familien in Kostümen gingen von Haus zu Haus und großzügige Gastgeber hatten sich mit Süßigkeiten eingedeckt, damit niemand mit leeren Händen gehen musste. Es sollte ein fröhlicher und unbeschwerter Abend werden, aber niemand konnte ahnen, was als nächstes passieren würde. An diesem Abend war eine Anwohnerin allein zu Hause und wollte sich einen Horrorfilm ansehen, um sich auf das Fest einzustimmen. Auf der Straße herrschte Stille. Die meisten Familien waren bereits nach Hause zurückgekehrt und sie erwartete keine weiteren Süßigkeitenliebhaber mehr.
Gegen 21 Uhr schlief sie auf dem Sofa ein, während der Fernseher lief, als sie plötzlich durch einen ohrenbetäubenden Lärm aufschreckte und erwachte. Es klang wie eine Explosion. Im selben Moment sprang ihre Eingangstür, die sie vergessen hatte abzuschließen, auf. Erschrocken sprang sie auf, um sie zu schließen. Doch was sie auf der Schwelle sah, ließ sie erstarren. In der Tür stand eine Gestalt, ganz in Schwarz gekleidet, mit einer Eishockeymaske, genau wie in der Horrorfilmreihe Freitag, der 13. Aber statt einer Machete hielt diese Person eine Schrotflinte in den Händen. Für einen Moment dachte sie, sie sei auf einem Filmset gelandet oder Opfer eines aufwendigen Halloween-Streichs geworden. Sie stand unter Schock und wusste nicht, was sie tun sollte. Dann fiel ihr Blick auf den Boden, wo sie eine Frau bemerkte, die zu Füßen des Fremden lag. Die Frau krümmte sich vor Schmerzen und versuchte, sich zu bewegen. Der Mann mit der Maske sah sie einige Sekunden lang an und hob dann erneut seine Waffe. Die verängstigte Zeugin rannte zu ihrer Tür und schlug sie zu, gerade als 2 weitere ohrenbetäubende Schüsse in der Nacht ertönten. Sie fiel auf den Boden, bedeckte ihren Kopf mit den Händen und dachte voller Angst, dass sie das nächste Opfer sein könnte. Doch dann kehrte Stille ein. Die unheimliche Stille wurde durch ein leises Klopfen am Fenster unterbrochen. Zuerst ignorierte sie es aus Angst, sich zu bewegen, aber als das Klopfen erneut ertönte, schlich sie sich vorsichtig zum Fenster und schaute entgegen aller Vernunft nach draußen. Auf der Straße stand ein kleines Mädchen. Ihr Gesicht war tränenüberströmt. Ohne an ihre eigene Sicherheit zu denken, eilte die Frau sofort zur Tür, um zu helfen. Draußen bemerkte sie in der Nähe ein weiteres Mädchen, das geschockt auf dem Boden saß und sich fest an die Knie klammerte. Ohne zu zögern nahm sie beide mit ins Haus, schloss die Tür ab und griff zum Telefon, um den Notdienst zu rufen. Zu diesem Zeitpunkt hatten auch andere Nachbarn den Lärm gehört und bereits die Polizei verständigt. Als die Rettungskräfte eintrafen, fanden sie eine Frau vor, die in einer Blutlache auf dem Asphalt lag. Trotz ihres kritischen Zustands lebte sie noch. Die Sanitäter taten alles, was sie konnten, doch auf dem Weg ins Krankenhaus erlag sie ihren Verletzungen. Die Frau hatte keine Ausweispapiere bei sich und die 2 kleinen Mädchen, die am Tatort gefunden wurden, standen unter einem solchen Schock, dass sie nicht sprechen konnten. Als jedoch weitere Nachbarn hinzukamen, identifizierten sie die Frau schnell. Es handelte sich um Tiffany James, die Besitzerin eines örtlichen Schönheitssalons, und die Mädchen waren ihre Zwillingstöchter. Die Behörden kontaktierten sofort die Verwandten der Mädchen, während die Schwestern selbst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurden. Glücklicherweise waren sie körperlich unverletzt, standen jedoch unter tiefem Schock. Um ihnen zu helfen, das psychische Trauma zu überwinden, wurden Spezialisten hinzugezogen. In dieser Nacht waren Dutzende von Menschen zum Feiern auf die Straße gegangen und viele erinnerten sich daran, dass sie Zeugen der schrecklichen Szene geworden waren. Es erwies sich jedoch als schwierig, ein vollständiges Bild des Vorfalls zu rekonstruieren. Viele Zeugen konnten nicht glauben, was sie gesehen hatten. Alles schien so unwirklich, fast wie eine inszenierte Show. In der Zwischenzeit verschwand der maskierte Angreifer in der Menge, mischte sich unter die zahlreichen Feiernden in Kostümen und verschwand spurlos. Einige Nachbarn berichteten, dass sie kurz vor dem Angriff einen silbernen Chevrolet Sedan in der Nähe geparkt gesehen hatten. Zeugenaussagen zufolge fuhr das Auto nach dem ersten lauten Geräusch abrupt los, hielt aber kurz darauf in einiger Entfernung an. Es blieb unklar, ob der Fahrer in Panik geraten war und aus Angst weggefahren war oder ob er etwas mit dem Vorfall zu tun hatte. Leider konnte sich niemand an das Kennzeichen des Autos erinnern und niemand konnte genau sagen, ob der Fahrer ein Mann oder eine Frau war. Erschwerend kam hinzu, dass es in der Umgebung keine einzige Überwachungskamera gab, die den Vorfall hätte aufzeichnen können. Es war unmöglich, auch nur ein ungefähres Phantombild des Verdächtigen zu erstellen. Der Täter war vollständig verdeckt. Er trug einen schwarzen Anzug, eine Kapuze, eine Eishockeymaske und Handschuhe. Aus diesem Grund konnten die Zeugen nicht einmal grundlegende Details wie Geschlecht oder ethnische Zugehörigkeit feststellen. In einem Punkt waren sich alle einig. Der Angreifer war etwas größer als durchschnittlich und hatte einen kräftigen, muskulösen Körperbau. Am Tatort lag Tiffany's Tasche mit einem zerrissenen Riemen auf dem Boden. Ihr Inhalt war verstreut. Zunächst gingen die Ermittler von einem Raubüberfall aus, der nicht nach Plan verlaufen war.
Diese Version wurde jedoch schnell verworfen. Das Geld in der Tasche war unberührt geblieben und Tiffany selbst trug mehrere Goldschmuckstücke, von denen nichts fehlte. Außerdem schien es unwahrscheinlich, dass jemand wegen eines einfachen Raubüberfalls zu solcher Grausamkeit fähig wäre, noch dazu mit einer Schrotflinte in der Hand. Eine solche Aggression deutete eindeutig auf ein persönliches Motiv hin. Aber wem könnte Tiffany, eine geliebte Mutter und angesehenes Mitglied der örtlichen Gemeinde, im Weg gestanden haben? Die Ermittler begannen mit der Befragung ihrer ehemaligen Partner sowie ihres aktuellen Freundes. Allerdings hatte sich Tiffany vor einigen Jahren von Derek Andrews und Daryl Eugene Williams getrennt, und selbst wenn es damals Konflikte gegeben hatte, waren diese längst beigelegt. Viel rätselhafter war die Rolle ihres aktuellen Freundes Ben. Tiffany hielt ihre Beziehung geheim und erzählte fast niemandem von ihm. Angesichts dieser Geheimniskrämerei beschlossen die Ermittler, ihn zu befragen. Gegen 5 Uhr morgens am nächsten Tag kamen die Polizisten zu seinem Haus. Trotz der frühen Stunde brannte in Bens Haus Licht. Er saß an der Eingangstür und hielt eine Schrotflinte in den Händen. Die Polizisten befahlen ihm, die Waffe fallen zu lassen und die Hände zu heben. Er gehorchte sofort und bestand darauf, dass er nichts mit dem Vorfall zu tun habe. Stattdessen flehte er die Beamten an, seine Kinder zu beschützen. Ben erklärte, dass er einige Stunden zuvor von dem Verbrechen erfahren habe und Angst gehabt habe, dass der Angreifer als nächstes hinter ihm her sein könnte. Er fühlte sich verpflichtet, seine Familie zu beschützen. Während des Verhörs erzählte Ben, dass Tiffany ihm einige Monate vor der Tragödie gestanden habe, dass sie von jemandem verfolgt werde. Sie vermutete, dass es ihr Ex-Verlobter und Vater ihrer Zwillinge, Daryl Williams, sein könnte. Ihre Trennung war sehr schwierig gewesen und kürzlich hatten sie sich um das alleinige Sorgerecht für die Mädchen gestritten. Ben hatte außerdem ein wasserdichtes Alibi für den Abend von Halloween. Er erklärte, dass er mit Tiffany und ihren Kindern zusammen Süßigkeiten gesammelt habe. Später habe er seine Kinder mitgenommen, um Verwandte zu besuchen. Tiffany und die Mädchen hätten in eine andere Gegend fahren wollen, um etwas aus dem Haus zu holen und anschließend bei ihm übernachten wollen. Doch sie kam nie an. Gegen Mitternacht rief sein ältester Sohn ihn mit der schrecklichen Nachricht an. Nachdem die Ermittler Bens Alibi überprüft und bestätigt hatten, wurde er nach Hause entlassen. Nun konzentrierten sich die Strafverfolgungsbehörden auf Daryl Williams. Konnte er an einem so grausamen Verbrechen beteiligt sein? Dennoch hatten die Ermittler weiterhin Zweifel. War er wirklich zu einem so schrecklichen Verbrechen vor den Augen seiner eigenen Töchter fähig, wodurch er ihnen ein lebenslanges psychologisches Trauma zufügte? Am 1. November kamen die Beamten zu Daryls letzter bekannter Adresse, aber es stellte sich heraus, dass er dort nicht mehr wohnte. Stattdessen empfing sie seine erwachsene Tochter, die erklärte, dass ihr Vater vor etwa 6 Monaten zu seiner neuen Freundin ans andere Ende der Stadt gezogen war. Als sie von Tiffany's tragischem Tod erfuhr, war sie sichtlich erschüttert. Die Nachricht traf sie offensichtlich unvorbereitet. Seine Tochter erzählte beunruhigende Details über den jähzornigen und herrischen Charakter ihres Vaters. Daryl war despotisch und geriet in Wut, wenn etwas nicht nach seinem Plan verlief. Er war außerdem ein leidenschaftlicher Fan von Schusswaffen und besaß sogar eine Schrotflinte. Sie erklärte auch, dass die Trennung ihres Vaters von Tiffany sehr schwer gewesen sei. Er stand der Verpflichtung, Unterhalt zu zahlen, äußerst negativ gegenüber und kämpfte verbissen um das alleinige Sorgerecht für die Zwillinge, obwohl er wusste, dass seine Chancen gering waren. Wäre Tiffany jedoch nicht mehr am Leben gewesen, hätte er alle Chancen gehabt, die Mädchen zu sich zu holen. Die Tochter gab zu, dass ihr Vater ihrer Meinung nach ein herzloser Mensch sei und sie ihn für ein solches Verbrechen durchaus für fähig halte. Nach diesem Gespräch begaben sich die Ermittler zu Daryls Arbeitsplatz, einer großen Chemiefabrik. Sein Vorgesetzter beschrieb ihn als fleißigen Mitarbeiter, der die Arbeit von 2 Personen bewältige und immer bereit sei, für eine Schicht einzuspringen. Allerdings führte Daryls aufbrausendes Temperament oft zu Konflikten mit Kollegen, die mitunter sogar in Schlägereien ausarteten. Interessanterweise lehnte Daryl am Abend des 1. November zum ersten Mal seit Beginn seiner Tätigkeit eine dringende Schichtvertretung ab und verwies dabei auf persönliche Umstände. Dieses ungewöhnliche Verhalten weckte noch mehr Verdacht, da er somit kein bestätigtes Alibi für den Abend des Verbrechens hatte. Daraufhin begaben sich die Ermittler zum Haus von Daryls neuer Freundin, einer Frau namens Rosalinda.
Auf dem Parkplatz vor dem Haus stand ein silberner Chevrolet Sedan, der dem Fahrzeug ähnelte, das in der Nähe des Tatorts gesehen worden war. Als Rosalinda die Tür öffnete und die Beamten sah, wurde sie sichtlich nervös. Als sie jedoch erfuhr, weshalb sie gekommen waren, behauptete sie, Daryl sei die ganze Nacht bei ihr gewesen und habe das Haus nicht verlassen. Da es keine materiellen Beweise für eine Festnahme von Daryl gab, beschlossen die Ermittler, mit den wichtigsten Zeugen, den Töchtern von Tiffany, zu sprechen. Die Mädchen standen weiterhin unter tiefem Schock. Denia sprach kaum, litt unter Albträumen und weigerte sich, ohne Licht zu schlafen. Diamond schien sich etwas besser zu halten, doch sobald man über diese schreckliche Nacht sprach, brach sie in Tränen aus und verschloss sich. Ein erfahrener Psychologe wurde hinzugezogen, um den Schwestern zu helfen, ihre Traumata zu bewältigen. Allmählich begannen die Mädchen sich zu öffnen. Sie erzählten, dass sie bei Besuchen bei ihrem Vater oft gesehen hätten, wie ein mysteriöser Mann zu ihm gekommen sei und Daryl Ordner mit Papieren überreicht habe. Als ihr Vater eines Tages nicht zu Hause gewesen sei ihre Neugier zu groß geworden. Sie hätten in die Mappen geschaut und seien schockiert gewesen, dort Fotos von ihrem Haus, von ihrer Mutter an verschiedenen Orten in der Stadt und sogar Aufnahmen von Bens Haus zu finden. Es wurde deutlich, dass Daryl einen Privatermittler beauftragt hatte, um Tiffany zu beschatten. Ein weiteres schwerwiegendes Beweisstück für seine Schuld war die Tatsache, dass das Gericht Tiffany James nur 2 Tage vor ihrem Tod das alleinige Sorgerecht für die Zwillinge zugesprochen und Daryl zur Zahlung von Unterhalt verpflichtet hatte, was er stets vehement abgelehnt hatte. Mit diesen neuen Informationen erhielt die Polizei einen Haftbefehl gegen Daryl. Angesichts seiner bekannten Vorliebe für Schusswaffen und der Möglichkeit, dass er Widerstand leisten würde, beschlossen die Beamten, ihn an seinem Arbeitsplatz festzunehmen, wo strenge Sicherheitsvorkehrungen galten und das Risiko einer bewaffneten Auseinandersetzung geringer war. Als die Beamten erschienen, war Daryl sichtlich fassungslos. Er leistete keinen Widerstand und ließ sich Handschellen anlegen. Seine einzige Bitte war, mit einem Anwalt sprechen zu dürfen. Zunächst bestritten sowohl er als auch Rosalinda ihre Beteiligung. Als die Ermittler jedoch ihre Telefonaufzeichnungen und GPS-Daten überprüften, stellte sich heraus, dass sich beide in dieser Nacht in der Nähe des Tatorts aufgehalten hatten. Rosalinda hielt es als erste nicht mehr aus. Im Austausch für eine Strafmilderung erklärte sie sich bereit, gegen Daryl auszusagen. Ihren Angaben zufolge habe sie nicht genau gewusst, was er vorgehabt habe. Sie habe ihn lediglich zum Tatort gefahren und im Auto gewartet. Als der erste laute Knall ertönt sei Rosalinda in Panik geraten und habe aufs Gaspedal gedrückt. Nach einigen Sekunden habe sie jedoch das Tempo reduziert, damit Daryl ins Auto habe springen können, und anschließend seien sie davongefahren. Sie bestand darauf, dass sie ihn nur gedeckt habe, weil sie um ihr Leben gefürchtet habe. Daryl Williams wurde wegen vorsätzlichen Mordes 1. Grades angeklagt, einem Verbrechen, auf das die Todesstrafe steht. In seinem verzweifelten Bemühen, der härtesten Strafe zu entgehen, tat er alles, um die Schuld auf andere abzuwälzen. Als er erfuhr, dass Rosalinda gegen ihn ausgesagt hatte, versuchte er, die Situation zu drehen, indem er behauptete, sie habe ihn mit seinem erwachsenen Sohn betrogen, und beide hätten sich hinter seinem Rücken verschworen, um ihn zu verleumden. Mit anderen Worten war er bereit, seinen eigenen Sohn eines schweren Verbrechens zu beschuldigen, nur um sich selbst zu retten. Glücklicherweise widerlegten die Ermittler seine Version rasch. Eine gründliche Überprüfung der Beweise bestätigte, dass sein Sohn absolut nichts mit den Ereignissen dieser Nacht zu tun hatte. Da er keine andere Wahl hatte, willigte Daryl schließlich in einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein, um der Todesstrafe zu entgehen. Im April 2017 wurde er im Alter von 49 Jahren für schuldig befunden und zu 50 Jahren Haft verurteilt. Er kann frühestens nach 25 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.